Hallo und willkommen zurück beim Womo Guide. Letzte Woche haben wir uns auf diesem Kanal den Einbau eines Solarladereglers in einem Wohnmobil auf Basis Fiat Ducato angesehen. Was ich damals ausgelassen habe, war der Aus- und der Einbau des Sitzes, weil das eine recht aufwendige Sache ist und auch länger dauert, wenn man es komplett beschreiben möchte. Deswegen haben wir das damals ausgeklammert und jetzt holen wir es nach. Das heißt, in diesem Video geht es ganz einfach um die 1000 Schrauben, die man öffnen muss, um einen Fiat Ducato Sitz auszubauen. Es mögen etwas weniger gewesen sein, aber es fühlt sich an wie 1000. Du wirst gleich sehen, warum. Viel Spaß! Ja, warum will man eigentlich den Sitz im Fahrerhaus eines Wohnmobils ausbauen? In vielen Wohnmobilen sind dort die Aufbaubatterien verstaut. Diese Sitzkonsolen, die bieten genug Platz dafür und sowohl unter Fahrersitz als auch unter dem Beifahrersitz findet man eben Aufbaubatterien. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann kannst du dir überlegen, diesen Raum für andere Dinge zu nutzen. Es gibt zum Beispiel Safes, Tresore, die man dort unten einbauen kann. Und dann hat man einen versperrbaren Raum unter den Vordersitzen. Da kann man vielleicht keine Goldbarren hinlegen und gegen Bankräuber sichern, aber es ist eine der sichereren Möglichkeiten, Pässe, Dokumente, Geld im Wohnmobil zu verstauen. Im Kastenwagen ist es meist so, dass die Vordersitze auf Drehkonsolen montiert sind. Das heißt, die Sitze lassen sich drehen. Damit spart man etwas Raum, weil das Fahrerhaus dann nicht nur fürs Fahren genutzt wird, sondern im Stand auch zum Teil des Wohnbereichs wird. Man dreht die Sitze und hat dort 2 Sitzplätze für den Esstisch. Dahinter gibt es dann meistens noch eine Bank mit den übrigen 2 Sitzen und das verkompliziert den Ein- und Ausbau der Sitze etwas. Wie ich im Laufe der Demontage festgestellt habe, ist das Ganze nicht super intelligent konstruiert. Man kann nämlich nicht einfach die Drehkonsole mit dem Sitz abnehmen, weil man, solange der Sitz auf der Konsole ist, nicht an alle Schrauben drankommt. Bei mir war einiges an Trial and Error dabei. Ich hatte zum Beispiel die Sitzkonsole schon zu 90% losgeschraubt und die letzten 2 Schrauben waren dann nicht zugänglich, weil da der Sitz drauf ist und da kommt man nicht dran. Das heißt, ich musste zuerst mal den Sitz losschrauben und dann konnte ich erst die Konsole abnehmen. Ja, und die ganzen Einzelheiten zu diesem sehr lustigen Unterfangen sehen wir uns jetzt an. Ja, bei vielen Wohnmobilen sind die Aufbaubatterien unter den Vordersitzen verbaut, so auch bei unserem. Und das Problem beim Ducato ist, es gibt zwar so eine Serviceklappe, aber da kommt man nicht so richtig dran, wenn man jetzt einen Solarladeregler einbauen möchte. Das heißt, wir kommen nicht umhin, den ganzen Sitz mit der Drehkonsole abzubauen. Ja, so einen Ducato-Sitz auszubauen ist eine mittlere Katastrophe. Da sind viele Schrauben involviert. Man kommt nämlich an die Schrauben der Drehkonsole nicht dran, ohne dass man zuerst mal den Sitz rausnimmt. Zuerst muss man mal die beiden Schrauben hier vorne lösen, dann kann man den Sitz ganz nach vorne fahren und kommt dann hinten an die Schrauben dran. Nun muss man auf der linken Seite des Sitzes die Plastikabdeckung abnehmen, damit man ein Kabel entfernen kann, das sonst die Entfernung des Sitzes blockiert. Dieses Kabel hier am Sitz ist etwas schwer zu finden, aber man muss es entfernen, damit man den Sitz wegheben kann. Unter dem Sitz findet man dann noch einen gelben Stecker, den muss man einfach abstecken. Und solange der Stecker getrennt ist, darf die Zündung nicht mehr betätigt werden. Und dann ist zumindest der Sitz mal endlich draußen. Und wir müssen noch die Konsole rausbekommen.
Ja, und dann können wir die Drehkonsole entfernen. Hier gibt es 2 Schrauben an der Vorderseite, die sind gut zugänglich, selbst wenn der Sitz noch drauf sein sollte, wie hier im Bild. Wenn man die links und rechts entfernt hat, dann geht es an der Hinterseite weiter, wo es auf jeder Seite 2 Schrauben gibt. Und auf der rechten Seite sind eben diese Schrauben nicht zugänglich, solange der Sitz noch drauf ist. Da wir den aber ja schon entfernt haben, sollte das jetzt kein Problem sein. Jetzt kommen wir auch an diese Schraube dran und dann bleibt noch eine, die wird so zugänglich durch dieses Loch hier in der Konsole. Jetzt wird die Drehkonsole noch durch 2 Schrauben an der Unterseite gehalten und um da dran zu kommen, muss die Verkleidung der Konsole entfernt werden, und zwar auf beiden Seiten. Die beiden verbleibenden Schrauben sitzen im vorderen Drittel der Drehkonsole an der Unterseite und müssen ertastet werden. Endlich können wir die Drehkonsole abheben. Gib dabei Acht auf das Kabel, das an der letzten Schraube, die wir soeben entfernt haben, an der Unterseite befestigt war. Ausgerechnet bei der letzten Schraube passiert mir ein Missgeschick, das einem Lotto 6er beinahe gleichkommt. Der Steckschlüsseleinsatz springt mir von der Ratsche und verschwindet in einem Sitzrohr. Und nachdem ich keine große Lust habe, dass dieser Steckschlüsseleinsatz in Zukunft bei jeder schlechten Straße im Sitzrohr klappern wird, führt der nächste Weg zum Baumarkt, um starke Magneten zu kaufen und den Steckschlüsseleinsatz wieder aus dem Sitzrohr zu fischen. Glücklicherweise gelingt das. Jetzt ist das Innenleben der Sitzkonsole endlich zugänglich und du kannst deine Wartungsarbeiten durchführen, ob es um den Austausch der bestehenden Aufbaubatterie geht oder ob du da eine neue Batterie, eine zusätzliche Batterie einbauen möchtest oder einen Solarladeregler verbauen möchtest oder einen Batteriecomputer. In der Videobeschreibung werde ich noch einige Links hinterlassen für Ideen, was man da so alles verbauen kann. Und wenn du damit fertig bist, dann steht dir der Einbau bevor. Mittlerweile haben sich ziemlich viele Schrauben angesammelt und deswegen empfiehlt es sich schon während des Ausbaus, diese Schrauben zu dokumentieren. Ich musste ein wenig probieren, bis ich alle Schrauben wieder an ihrem bestimmungsgemäßen Einbauort zurück eingeschraubt hatte. Dieses Kabel treibt mich fast in den Wahnsinn. Es ist plötzlich da und ich weiß nicht mehr, wo das zweite Ende angemacht war. Wir haben ja ein Ende davon vom Fahrersitz abgeschraubt, aber wo das zweite befestigt war, ich kann mich wirklich nicht daran erinnern und muss erstmal an die 15 YouTube-Videos bemühen, bis glücklicherweise ein Kollege darauf eingeht, dass dieses Kabel hier darunter befestigt ist, unter dieser Schraube. Zuerst mal kommt die Drehkonsole wieder drauf und wir beginnen jetzt in umgekehrter Reihenfolge die Schrauben wieder festzuziehen. Und ich starte gleich mal mit der Mutter, unter der auch dieses Kabel befestigt werden muss. So, weiter geht's auf der anderen Seite. So, weiter geht's mit der Befestigung der Konsole auf dem Basissockel. Hinten 2 Senkkopfschrauben und vorne hoffentlich diese, so genau weiß ich das nicht mehr. Ich lockere jetzt nochmal die Schraube von unten, damit die anderen Schrauben sich besser einpassen lassen.
So, zweiter Versuch. Jetzt passen die Schrauben wahrscheinlich besser rein. Ja. So, dann fehlt uns noch dieser hier. Die Sitzkonsole ist drinnen. Jetzt fehlt nur mehr der Sitz selbst. So, erstmal vorsichtig aufsetzen. Nachdem du den Sitz aufgesetzt hast, steckst du am besten den gelben Stecker unterm Sitz gleich wieder an, damit du nicht drauf vergisst, und schraubst auch das Kabel an der Seite des Sitzes an. Ja, und dann ist es fast geschafft. Wir müssen jetzt nur mehr den Sitz mit 6 Schrauben von oben auf die Konsole schrauben und anschließend noch die Verkleidungsteile seitlich montieren. Und dann ist der Sitz wieder drin. Ja, auch mir sind Camping-Gadgets, Solaranlagen, sonstige Camper-Utensilien und schöne Reisen im Wohnmobil lieber als eine schnöde Demontage des Fahrerhaussitzes. Aber wenn man da dran muss, dann muss man dran, und wenn die Batterien oder sonstiges unter dem Sitz verbaut sind und du dorthin gelangen willst, dann muss der Sitz raus. Insofern hoffe ich, dass das Video hilfreich war. Wenn du vielleicht am einen oder anderen Punkt, wie ich, schon am Verzweifeln warst, vielleicht hilft dir ja das Video weiter und du bist etwas schneller vorangekommen. Ich wünsche dir viel Spaß bei deinem Projekt, würde mich über ein Abo und ein Like freuen und hoffe, dich beim nächsten Video am WOMO-Guide-Kanal auch wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin alles Gute und viel Spaß mit den Basteleien rund ums Wohnmobil.